Stadt hat sich jetzt mittlerweile prächtig entwickelt und unsere Bürger wollen die ersten Produktionsgüter haben, nämlich Geschirr. Und damit kommen wir zum Thema Produktion und Handel. In Caesar 3 können wir Rohstoffe produzieren, die dann zu weiteren Produkten verarbeitet werden. Folgende Produkte können produziert werden: Oliven zu Öl, Weinreben zu Wein, Holz zu Möbel, Ton zu Geschirr, Eisenerz zu Waffen. Marmor ist der einzige Rohstoff, der nicht weiter veredelt wird. Was wir in unserer Stadt produzieren können, sehen wir hier bei den industriellen Gebäuden. Da können wir einmal sehen, was für Rohstoffe wir abbauen können. Und wir sehen, wir können alle Rohstoffe, die das Spiel bietet, abbauen. Dementsprechend bei den Werkstätten sehen wir, was wir an Produkten weiterverarbeiten können. Und dementsprechend können wir hier auch alle Güter herstellen, das das Spiel zu bieten hat. Bevor wir aber jetzt die Produktion für unsere Stadt starten, möchte ich auf den Handel eingehen, weil wir müssen ja jetzt doch allmählich dafür sorgen, dass wir mehr Geld einnehmen. Für den Handel müssen wir hier auf die Imperiumskarte gehen und gucken, was unsere Handelspartner denn mit uns handeln wollen. Wenn ich hier mit der linken Maustaste draufklicke, kann ich sehen, wie die Stadt heißt, mit der wir Handel betreiben können. Das ist jetzt Tarraco. Wir können sehen, was diese Stadt an uns verkaufen würde und was wir der Stadt verkaufen können. Und für uns ist erstmal interessant, was wir verkaufen können, weil wir produzieren ja alle Rohstoffe und Produkte selber und brauchen dementsprechend nicht zu importieren. Tarraco würde bei uns Waffen kaufen, Möbel und Geschirr. Und wir sehen hier bei den einzelnen Waren so eine Symbolik. Das sind Körbe, die uns anzeigen, wie viel unser Handelspartner im Jahr von diesen Waren kaufen würde. Ein Korb entspricht 15 Einheiten, 2 Körbe 25 und 3 Körbe 40 Einheiten. Also hier würde Tarraco 40 Einheiten Geschirr bei uns kaufen. Wir müssen halt immer, um die Handelsroute zu öffnen, diese bezahlen, und das sind die sogenannten Landrouten. Das sind auch die, die man als erstes aufmachen sollte, weil man dafür keine extra Gebäude benötigt und der Handel sofort beginnt, sobald wir die Handelsroute geöffnet haben. Schauen wir nochmal weiter. Karthago Nova würde Gemüse kaufen, Öl und wieder 40 Einheiten Geschirr. Kommen wir zu den 2 Handelsstätten, die nur über den Seeweg Handel betreiben können. Das ist einmal Rom. Rom würde Weizen kaufen, Wein und wieder 40 Einheiten Geschirr. Und Capua würde wieder Gemüse kaufen, Öl und Waffen. Allerdings würde ich die Handelsroute über den Seeweg erst später machen, weil wir dafür ein Gebäude brauchen, nämlich ein Dock. So, ich glaube, mit Geschirr und auch mit Waffen können wir ganz gute Gewinne erzielen. Später können wir auch noch Öl und Möbel verkaufen. Nahrungsmittel würde ich grundsätzlich nicht verkaufen, die Preise relativ gering und Nahrungsmittel brauchen wir eigentlich immer selber in der Stadt. Ich würde vorschlagen, wir eröffnen die Handelsroute von Tarraco. Jawohl. Und sobald sie eingerichtet ist, können wir unseren Berater aufsuchen. Wir gehen hier drauf, Waffen, und dann können wir sehen, im Moment ist kein Handel. Klicke ich das hier an, zeigt er uns an, wie viel Güter wir exportieren können. Das ist ganz wichtig, wenn ihr zum Beispiel einen bestimmten Bestand immer in den Lagerhäusern haben möchtet, zum Beispiel 5 Einheiten. Ab jetzt wird Ware ab 5 Einheiten verkauft. Und das ist ganz wichtig, wenn ihr Güter exportiert, die ihr selber auch braucht. Waffen brauchen wir aber jetzt hier nicht. Das kann alle Bestände verkauft werden. Das ist auch noch ganz wichtig, diese Ressource nutzen und handeln. Wenn ich die hier anklicke, wird die Ressource gehamstert. Das heißt, weder Märkte noch Handelspartner können diese Güter kaufen oder verwenden. Ein kleiner Wermutstropfen ist, wenn ich wieder auf Ressourcen benutzen und handeln gehe, muss ich hier den Handel wieder neu einstellen.
Darauf immer achten, sonst habt ihr keine Exporte. Warum brauche ich das zum Hamstern? Meistens, wenn der Imperator eine Forderung stellt, solltet ihr dieses Produkt dann hamstern und wenn die Forderung erfüllt ist, natürlich wieder zur Benutzung freigeben. Gut, dann gehen wir mal hier wieder raus. Und dann sehen wir auch hier, dass wir jetzt diese Ware exportieren über 0. Das zeigt uns dann auch hier überall an, was wir oder importieren. Oder auch hamstern. Wenn ich jetzt hier Geschirr hamstere, kann man das so sehen. Gehen wir mal wieder raus. Hier unten können wir uns noch die Preise anzeigen für unsere Ex- und Importgüter. Wenn wir das hier anklicken, können wir sehen, der Preis wird durch Rom festgelegt. Und wir haben einmal hier, was die Käufer zahlen. Das heißt, das sind die Preise, die wir bezahlen müssen für unsere Importe. Und was die Verkäufer erhalten. Das heißt, die Preise für unsere Exporte. Und wir sehen, dass halt Nahrungsmittel und Rohstoffe relativ billig sind im Export, dass aber alle weiterverarbeiteten Produkte wie Wein, Olivenöl, Möbel und Geschirr und auch Waffen gute Preise erzielen beim Export. Allerdings sind sie auch für den Import relativ teuer. Marmor ist hier so eine Sonderstellung. Marmor braucht ja keine weiterverarbeitenden Betriebe und kann direkt entsprechend verkauft werden und hat auch einen sehr guten Preis beim Export. Daher, wenn ihr eine Karte habt mit Marmorvorkommen und auch Käufer dafür habt, dann würde ich Marmor immer als erstes entsprechend für den Export zur Verfügung stellen. Und ansonsten Waffen, Wein, Olivenöl, Möbel oder Geschirr. So, wir haben unsere erste Handelsroute eingestellt und müssen jetzt natürlich die Waren produzieren, die wir verkaufen wollen. Bevor wir jetzt unsere Stadt mit Geschirr versorgen, errichten wir unser kleines Handelszentrum, um die Waren zu verkaufen, die wir entsprechend exportieren wollen. Ich habe mich für diesen Bereich hier entschieden, weil wir hier alle Produkte herstellen können, die wir auch entsprechend exportieren. Ich werde jetzt hier eine Waffenproduktion errichten. So, unsere kleine Waffenproduktion steht mit einer Eisenmine und 2 Waffenschmieden. Eine Rohstofflieferanten produzieren doppelt so schnell wie die weiterverarbeitenden Betriebe. Deswegen könnt ihr immer in dem Verhältnis ein Rohstofflieferant und 2 weiter produzierende Betriebe bauen. Ihr fragt jetzt bestimmt zu Recht, wie sollen jetzt diese ganzen Gebäude Arbeitskräfte bekommen? Es gibt ja keinen Zugang zu der Stadt. Da gibt es bei Caesar 3 einen kleinen Trick. Wir errichten einfach in diesem Gebiet eine kleine Siedlung. Es brauchen nicht viele Parzellen zu sein, 2, 3, 4. Und die versorgen wir noch mit einem Ziehbrunnen, damit wir das Nötigste für diese Bürger dort haben. Und wir warten, bis unsere neuen Siedler diese Parzellen besiedeln. Wir gucken noch mal kurz zu unserem Arbeitsberater. Wir haben im Moment 11 Arbeitslose. So, unsere ersten Siedler sind angekommen und haben die Parzellen besiedelt und die Arbeitsrekrutierer gehen jetzt da dran vorbei an diesen Wohngebieten. Und wir sehen, der Ingenieursposten hat schon seine entsprechenden Arbeitskräfte. Also, diese 2 Gebäude haben dafür gesorgt, dass alle Produktionsstätten und Dienstleistungsgebäude in diesem Bereich Zugang zum gesamten Arbeitsmarkt der Stadt bekommen. Das ist natürlich sehr, sehr günstig. So können wir autarke Gebiete, die nicht mit der Stadt verbunden sind, mit dem Arbeitsmarkt der Stadt verbinden oder entfernt liegende Produktionsstätten wie hier den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern, indem wir in dem Bereich kleine Siedlungen errichten. So, jetzt brauchen wir allerdings noch Mitarbeiter. Das heißt, ich weise hier in meiner Stadt die freien Parzellen aus, damit weitere Siedler in unsere Stadt einwandern können. Das hat allerdings immer einen schlechten Einfluss auf die Attraktivität. Wir sehen, die Gebäude entwickeln sich etwas zurück, weil die Bürger natürlich nicht in ihrer Nachbarschaft Zelte haben möchten. Das entwickelt sich aber rasch wieder weiter, sodass man nachher gar nicht mehr die Neuansiedlungen erkennen kann.
Wir sehen, in kürzester Zeit haben sich unsere Neuansiedlungen weiterentwickelt. Um unsere Produkte jetzt entsprechend auch zu exportieren, müssen sie entsprechend gelagert werden. Und alle Produkte werden in einem Lagerhaus gelagert, auch Lebensmittel. Ein Lagerhaus kann genauso eingestellt werden wie ein Silo. Wir sehen, was und wie viel an Güter im Lagerhaus eingelagert ist. Und wir können hier unter besondere Befehle ebenfalls zu jedem Gut einstellen, ob es angenommen werden soll, ob es nicht angenommen werden soll oder auch, ob es entsprechend von anderen Lagerhäusern versorgt werden soll. Also auch das Lagerhaus kann andere Waren anfordern. Das erste gebaute Lagerhaus ist automatisch das Handelszentrum. Das heißt, Handelskarawanen steuern dieses Lagerhaus als erstes an. Wenn man weitere Lagerhäuser baut, kann man wählen, welches das Handelszentrum wird. Es kann jeweils immer nur ein Lagerhaus ein Handelszentrum sein. Die Leerung des Lagerhauses würde ich nicht machen. Es dauert sehr lange, bis alle Waren von den Karrenschiebern auf andere Lagerhäuser in der Stadt verteilt worden sind. Ich stelle ein Lagerhaus immer nur für ein Produkt, maximal für 2 Produkte ein. In dem Fall würde ich dieses Lagerhaus jetzt nur für Waffen entsprechend einstellen. Rohstoffe brauchen nicht in Lagerhäuser eingelagert zu werden. Die einzelnen Produktionsstätten für Rohstoffe beliefern die weiterverarbeitenden Betriebe automatisch. Wie wir hier sehen, arbeiten unsere Waffenschmieden schon, da sie mit Rohstoffen versorgt worden sind. Und da sehen wir schon den ersten Karrenschieber, der jetzt die Waffen in das Lagerhaus bringt. Mit den ersten Exportgütern in unserem Lagerhaus werden auch unsere Handelspartner nun unsere Stadt erreichen und entsprechend die Ware kaufen oder verkaufen, die wir eingestellt haben. Wir schauen noch mal kurz. Hier sehen wir exportieren jetzt Waffen. Hier sehen wir unsere Handelskarawane aus Tarraco, die können wir anklicken. Da können wir sehen, woher sie kommen. Die Handelsrouten über Land haben jeweils immer 8 Einheiten Kapazität und man kann sehen, was sie kaufen und was sie verkaufen wollen. So, da sind unsere Waffen jetzt alle verkauft und unsere Stadtkasse füllt sich. Mittlerweile haben wir 13% Arbeitslose, das heißt, wir können nochmal eine Eisenmine bauen und 2 Waffenfabriken, um entsprechend mehr Exportgüter zu produzieren. Wenn wir nochmal auf die Imperiumskarte gehen, können wir hier nochmal sehen, das ist die aktive Handelsroute nach Tarraco und wir können sehen, wie viel unsere Handelspartner gekauft haben oder eventuell verkauft haben. 2 Einheiten Waffen sind jetzt verkauft worden an Tarraco. Unser Export an Waffen floriert und wir können uns nun um die Geschirrproduktion in der Stadt kümmern. Für die Produktion des Geschirrs für unsere Stadt habe ich mir diesen Bereich hier ausgesucht. Wir haben hier den See und in unmittelbarer Nähe können wir den Ton abbauen. Wir haben hier die Möglichkeit, relativ nah die Lagerhäuser zu errichten, um somit die Versorgung von Gütern in unserer Stadt sicherzustellen. Unsere Geschirrproduktion steht nun hier mit 2 Tongruben und 4 Töpfereien. Ich habe hier unten nochmal eine kleine Siedlung errichtet, um die Versorgung mit Arbeitskräften zu erleichtern. Und hier haben wir das Lagerhaus. Das Lagerhaus habe ich jetzt nur für Geschirr eingestellt. Nun müssen wir jetzt erstmal warten, bis alle Betriebsstätten entsprechend mit Arbeitskräften versorgt sind und produzieren. Bevor jetzt das erste Geschirr in den Lagerhäusern eingelagert wird, mache ich das gleiche wie bei den Nahrungsmitteln. Ich gehe zum Handelsberater und setze Geschirr auf Hamstern, damit sich erstmal eine Menge an Geschirr in den Lagerhäusern sammeln kann. So, unser Lagerhaus hat sich gut mit Geschirr gefüllt und ich werde das Hamstern jetzt mal einstellen. Und unsere Marktfrau geht direkt los, um Geschirr zu kaufen. Da ist sie und hat schon Geschirr gekauft.
So, 200 Einheiten sind im Markt und jetzt sollten eigentlich unsere Gebäude sich weiterentwickeln. Jawohl, wir haben jetzt die große Casa und die brauchen jetzt für die weitere Entwicklung abwechslungsreiche Unterhaltung. Das werden wir uns aber in der nächsten Folge anschauen. Ich sage Tschüss, euer Dominus.